Benita, wir beide haben uns kennengelernt vor ein paar Monaten auf einer Veranstaltung der DFA. Und da haben wir uns ganz, ganz kurz unterhalten, aber du hast mich auf etwas aufmerksam gemacht, das mir bis zu dem Zeitpunkt gar nicht richtig bewusst war. Und zwar, dass im deutschen Film die Diversität zu wünschen übrig lässt. Und vor allen Dingen, dass schwarze Schauspieler gar nicht so oft besetzt werden, wie es eigentlich möglich wäre oder wie es vielleicht auch wünschenswert wäre. Und da wollte ich ein bisschen anknüpfen, aber zuerst einmal würde ich dich gerne etwas näher kennenlernen. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn du dich kurz vorstellst und sagst, wie du zum Schauspiel gekommen bist und was du jetzt gerade machst. Hallo an alle, an dich und an alle, die gerade zuhören und zusehen. Ich bin Nita Bailey, ich bin Schauspielerin und ich bin in Rudolstadt in Thüringen geboren und auch aufgewachsen und bin dann nicht direkt zum Schauspiel gekommen, weil ich will schon seit ich 5 Jahre alt bin, hat meine Mama gesagt, Schauspielerin werden, aber es war doch nur mit Umwegen irgendwie dann möglich. Genau, ich bin nach dem Abi kurz nach Äthiopien, da war ich auch, aber nach Südafrika gegangen. Und als ich zurückkam, wollte ich eigentlich auch Journalistin werden, aber dann habe ich Afrikanistik für mich entdeckt und bin da in den politischen Bereich eingestiegen und habe dazu studiert und geforscht. Und das hat mich zu allen möglichen Stationen und Ländern in der Welt gebracht und letztendlich über UN in New York und GZ in Peking habe ich dann irgendwie in den Deutschen Bundestag und das war mein erster Job nach dem Studium und habe dort auch im Menschenrechtsbereich gearbeitet und habe dann aber schnell gemerkt, dass meine naiven Vorstellungen, Jugendlichen und jungen Illusionen, die ich hatte und was ich alles im Menschenrechtsbereich bewegen wollte, dass das alles nicht so schnell umgesetzt werden kann und dass ich den künstlerischen Teil in mir, also ich habe nebenbei immer Kinder noch unterrichtet durch Workshops und alles Mögliche, dass das immer größer wurde und ich wusste dann, als es darum ging, als ich schwanger war, und es eigentlich darum ging, dass neues Leben in die Welt kommt. Und ich dachte, was möchte ich meinem Kind weitergeben? In was für eine Welt möchte ich mein Kind geben? Lebe ich das? Lebe ich meinen Traum? Und den habe ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht gelebt. Und dann bin ich schwanger vorsprechen gegangen und habe nochmal angefangen, Schauspiel zu studieren. Und was ich bisher nie bereut habe. Und das ist der Beruf, den ich liebe. Und so kam das. Aber du hast dich ja nicht ganz von der Politik abgewandt. Im Prinzip verbindest du ja Schauspielerei mit Politik. Also zumindest setzt du dich auf politischer Ebene für schwarze Schauspieler vor allen Dingen ein oder schwarze Filmemacher. Worin liegt deine Arbeit? Was genau tust du? Ich sehe mich schon hauptsächlich als Künstlerin und ich glaube, für Menschenrechte, wofür ich auch hauptsächlich eingestellt war, im Bundestag als wissenschaftliche Mitarbeiterin, zu kämpfen, ist eigentlich was ganz Humanes, was von Grund auf Menschliches. Das heißt, ich erkläre das immer so, dass das bin immer noch ich so, der Chor und das tief drin und das nehme ich überall hin mit, als Künstlerin, als Schauspielerin, als Filmemacherin oder in allen möglichen Projekten, in die ich mich begebe. Das heißt, diese aktivistische Arbeit, die mich, aber auch viele KollegInnen, die gerade interviewt werden und die gerade ganz viel da auch bewegen und vorantreiben, haben noch einen anderen Beruf. Ja? Die sind einfach Moderatoren oder die sind Schauspieler oder die sind Filmemacher. Aber ganz wenige machen das hauptberuflich aktivistisch. Und so ist es eben auch bei mir. Und wenn ich mich politisch einbringe, das heißt in Panels oder Diskussionen dann ist das wichtig und das gehört auch dazu. Aber das darf nicht überhand nehmen. Es muss immer meiner Meinung nach so sein, dass die Künstlerin oder die Person, die diese Interview gibt, immer gut abwägen muss, ist es wirklich eine Win-Win-Situation. Und ich merke persönlich immer mehr, dass ich
mich hauptsächlich durch meine Kunst ausdrücken möchte und da unsere Geschichten erzähle und dadurch ein Umdenken bewirke vielleicht und dadurch die Kunst einfach sprechen lasse für das, was gerade in der Gesellschaft passiert. Ja, wo du das jetzt gerade ansprichst, ich frage jetzt schon direkt, du arbeitest auch an einem eigenen Film. Ja, ich arbeite an einem eigenen Film und zwar gemeinsam mit meiner Kollegin Jane Schirber. Wir arbeiten an einem Historienfilm schon seit 4 Jahren und das ist uns ganz besonders wichtig, weil es in Historienfilmen bei uns Schwarzen oft, dass wir da von den KollegInnen oder von auch Filmemachern oft übersehen werden oder nicht übersehen werden, sondern es wird dann so entschuldigt gesagt, ja, das ist ja ein Historienfilm, ein deutscher Historienfilm, da kommt ihr nicht vor. Oder wenn man vorkommt, dann eben in bestimmten Rollen, ja, als Nanny oder als Butler oder sowas. Aber das ist einfach nicht die Wahrheit. Das ist eine Narrative, die von weißen Menschen erzählt wird, global auf der ganzen Welt, die einfach nicht komplett dargestellt ist. Und deshalb ist es nicht eine Wahrheit, es ist ein Bias. Und das ist ganz, ganz wichtig, das zu merken und das zu spüren. Und die Geschichte, die wir erzählen wollen, da geht es um 2 Frauen, meiner Meinung nach auch 2 empowerte Frauen, schwarze Frauen, Schwestern im Zweiten Weltkrieg. Und so viel kann ich dazu sagen. Und wer mehr davon hören will, der sollte auf jeden Fall mir und Jane Schirber folgen. Und wer, wie ihr euch vorstellen könnt, 2 Frauen im Filmgeschäft ist sowieso schon alleine, viele Grüße an Pro Quote, ein großes Thema immer noch. Und wenn es dann 2 schwarze Frauen sind, die auch noch dazu SchauspielerInnen sind und nicht aus der Branche kommen oder von der Hochschule, mit einem Abschluss in Regie oder Produktion, dann ist das natürlich nicht so leicht. Und ein Historienfilm, alle Filmemacher kennen sich aus, ist auch nochmal eine ganz große andere Herausforderung. Also Unterstützung ist da sehr, sehr willkommen. Ihr habt euch aber auch direkt so die größte Hürde oder die größte Aufgabe ausgesucht. Ne? Darf ich da aber nochmal ganz kurz fragen, ihr arbeitet jetzt seit 4 Jahren daran, ne? Mit welchen Herausforderungen habt ihr zu kämpfen oder welche Herausforderungen habt ihr zu bewältigen? Ich glaube, man hat erstmal die normalen Herausforderungen, die andere Filmemacher auch haben. Vor allem, ich glaube, viele Filmemacher haben nebenbei auch noch andere Berufe. In unserem Fall ist es das Schauspiel. Das heißt, wenn wir proben oder wenn wir in Produktion stecken, dann muss natürlich diese Arbeit erstmal warten. Und das führt dazu, dass es alles sowieso diesen ganzen Prozess noch ein bisschen verlangsamt und auffällt. Noch dazu kommt natürlich, dass es uns ganz, ganz wichtig ist, diese Geschichte aus unserer Perspektive zu erzählen. Also wir hatten vor ein paar Jahren ein kleines Pitch-Event und da auf der Berlinale und haben quasi uns mit Produktionsfirmen getroffen und dieser Stoff ist auf ein ganz hohes Interesse gestoßen. Allerdings wollen wir diesen Stoff nicht einfach verkaufen, wir wollen nicht einfach diesen Stoff abgeben, sondern uns ist es ganz wichtig, dass der aus unserer Sicht erzählt wird, weil wir natürlich nicht in der ganz gleichen Situation sind, aber wir sind schwarze Deutsche und wir möchten, dass das aus einer weiblichen, schwarzen, deutschen Perspektive erzählt wird. Und das ist auf jeden Fall nicht so, dass dieser Prozess so viel Unterstützung hat, dass das alles so flutscht und funktioniert, sondern das sind ganz langsame Bausteine und wir sind dankbar für alles, was sich so ergibt. Und da passiert ganz viel Schönes auch in unseren Recherchen und in den Interviews, die wir bereits von Zeitzeugen, die wir bereits geführt haben. Und das ist sehr, sehr schön. Und das macht uns Mut, dass das ein ganz, ganz großes und tolles Projekt wird, was auch der Aufklärung letztendlich dient, auch wenn das nicht unser Ziel ist. Unser Ziel ist einfach, diese Geschichte zu erzählen, so wie wir denken, dass sie erzählt werden sollte. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen noch nicht so viel darüber wissen.
Ich glaube, mit Unwissenheit haben sehr, sehr, sehr viele zu kämpfen. Und also ich ertappe mich immer dabei, wie ich manchmal, also es ist allein schon, das habe ich dir ja schon am Telefon gesagt, also es überkommt einen so eine gewisse Unsicherheit, weil man manchmal gar nicht so richtig weiß, wie bin ich jetzt korrekt, und dann wird man damit, wie sagt man, wie soll ich das sagen? Ich werde damit konfrontiert, dass ich keine Ahnung habe. Und ich befinde mich aber noch so quasi in dieser Position, dass ich ja selber einen Migrationshintergrund habe, was man aber nicht direkt mit jemandem vergleichen kann, der halt schwarz ist, oder mit diesem Problem, das jetzt gerade auch im Film herrscht oder allgemein gerade auf der Welt. Aber ich glaube, dass viele Leute einfach, dadurch, dass sie keine Ahnung haben, immer unabsichtlich rassistisch sind. Weißt du, was ich meine? Und einfach mit diesem Flow gehen, weil es ja schon immer so war. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Ich finde dieses Unabsichtliche, man muss immer ein bisschen weg davon kommen und jetzt sowieso in so ein Schwarz-Weiß, Recht, Unrecht und Defense Mechanism zu kommen, sondern wir können ja einfach von, ich nenne das so schön, dieser neuen Welt ausgehen, die jetzt entsteht nach diesen ganzen Protestaktionen und diesen ganzen Bekundungen, dass man bereit ist, sich diesem großen Thema Rassismus und strukturellem Rassismus zu stellen und auch sich zu belesen und weiterzubilden und zu lernen. Und dann ist der nächste Schritt, der erste Schritt ist so, zu realisieren, die Ignoranz und die Unwissenheit. Und der nächste Schritt ist eigentlich langsam die ersten Schritte zu machen und zu gucken, okay, was bedeutet das denn für mich im Alltag? Was ist denn der neue Umgang? Und ich glaube, dass ich zumindest für mich sagen kann, dass ich da bereit bin, in diesem Prozess da zu sein. Ich warne mal davor auch, dass das so als so eine einseitige Sache gesehen wird, weil in diesem ganzen Prozess wir lernen auch noch, ja, also es gibt für Schwarze so viele andere Themen. Es gibt Colorism, es gibt Menschen mit Diversitätserfahrung, wo wir auch lernen müssen, wie viele Menschen mit Kopftuch habe ich in meinem Freundeskreis, wie viele Menschen mit Behinderungen habe ich in meinem Freundeskreis. Da müssen wir auch aufpassen auf Sprache. Ich habe dir schon gesagt, mit dem Gendern brauche ich auch ganz viel Gnade noch, gerade weil ich Deutschland verlassen habe, wo das noch nicht so im Wortschatz war und im Mund von vielen vor 4 Jahren, oder das fing gerade an, oder ich war sowieso hinterher, ich weiß es nicht, aber da lerne ich auch dazu. Also wir alle sind, ich glaube, bis zu unserem Tod in einem Lernprozess. Und ich glaube, wir müssen alle von diesem hohen Ross runterkommen und mehr hin zu diesem judgment-freien Leben und viel mehr gnädig sein miteinander. Natürlich ist es so, dass es halt aber ein Ungleichgewicht ist, ne? Dass manche Leute schon ganz viel gnädig sein mussten ihr ganzes Leben, während andere ihr Privileg quasi gar nicht gespürt haben, sage ich jetzt mal. Wir haben aber gespürt, dass es da ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass es dieses Ungleichgewicht, was man so lange ignoriert hat, nicht mehr ignorieren darf. Und das bedeutet ganz, ganz viel Umstellung, das bedeutet auch ganz, ganz viel Vorsicht und das bedeutet auch, dass man Sachen zurücklassen muss, die sehr bequem waren. Das bedeutet viele Sachen, die unbequem werden, ohne da jetzt ganz ins Detail zu gehen. Kannst du mal kurz beschreiben, also du bist ja einer der Administratoren dieses Kollektivs. Also ich bin Administrator von Schwarze Filmschaffende, das Netzwerk für schwarze Filmschaffende, und ich bin Teil von dem Kollektiv Label Noir. Ja, also, genau, ich habe jetzt beides gemischt, aber ich meine die schwarzen Filmschaffenden. Okay. Ihr macht ja auf etwas aufmerksam und das ist ja etwas, was mir persönlich auch gar nicht richtig aufgefallen ist, aber seitdem ich dich getroffen habe,
achte ich so sehr darauf. Und ich wollte dich fragen, ob du mal erzählen kannst. Also ich meine, es ist ja, du machst ja auch die Filmschaffenden darauf aufmerksam. Du gehst ja aktiv auf sie zu und sagst ihnen, hey, Diversität, ne? Ihr habt keine schwarzen Schauspieler oder keine schwarzen Charaktere in eurem Film. Das sind ja Menschen, also das sind Produzenten, das sind Drehbuchautoren, das sind Caster. Also da ist ja ein riesen Apparat dahinter. Und du hast mir so ein bisschen geholfen, so ein Licht darauf zu werfen, weil man sich natürlich fragt, ja, wie kann das eigentlich sein? Wo liegt das Problem? Und was muss sich ändern, damit mehr Diversität im Film und im Fernsehen herrscht? Ich beantworte diese Frage gerne, aber dann möchte ich auch kurz noch was zu Label Noir und unserer Arbeit sagen. Das ist ganz wichtig. Auf jeden Fall. Was muss sich ändern? Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich die Eigenverantwortung, die man jetzt gerade, was jetzt gerade so scheint. Ich bin noch ganz vorsichtig, wie du merkst, dass Menschen da dahinter kommen, dass das erstmal der erste Schritt sein muss. Dass das jetzt gerade scheint, in Bewegung zu kommen. Ich in meinen ganzen Unterhaltungen und Gesprächen, ganz egal, ob das mit Castern ist, ob das mit Produzenten ist, ob das mit der Deutschen Filmakademie ist, ob das mit Schauspielern ist, die Privilegien genießen, weil sie entweder schon eine andere Reputation haben oder an einem anderen Punkt sind, oder mit Regisseuren, ist immer mein Punkt, dass ich ihnen bewusst machen will, dass sie eine Verantwortung haben. Und dieses Gespräch habe ich seit Jahren, also nicht erst seit George Floyd, weil was passiert ist, dass oftmals Drehbuchautoren sagen, zum Beispiel, um jetzt mal die Drehbuchautoren rauszupicken, ich schreibe meine Bücher ganz, ganz frei von irgendwelchen Vorurteilen, jeder kann diese Rolle spielen. Und ich glaube denen das auch, dass die das so schreiben. Die schreiben ja nicht rein, diese Rolle muss ein Weißer spielen oder so. Gibt es auch, alles gesehen. Aber generell ist es schon so. Aber ich habe dann versucht zu erklären, wenn ihr das nicht reinschreibt, dann gibt es noch so viele weiße Stellen, die abgesegnet werden müssen. Das sind Redakteure, das sind Produzenten, das sind Sender, das sind so viele verschiedene Dinge, die dann noch sagen könnten, nee, halt. Dann wird es letztendlich eine weiße Person sein, weil irgendjemand wird entweder ein Veto einreichen oder er wird nicht darauf kommen, überhaupt eine schwarze Person oder eine Person im Rollstuhl zu besetzen. Was wieder darauf zurückführt, haben wir schwarze Künstler in unserem Freundeskreis, haben wir Menschen mit Behinderung. Deswegen muss das reingeschrieben werden. Und das ist irgendwie komisch, weil man schreibt ja jetzt keine, ne, also man will ja eigentlich das offen machen, aber die Welt ist noch nicht eine ideale Welt. Wir sind da einfach noch nicht. Also wenn wir das jetzt in der neuen Welt so ein bisschen pushen, ja, in die andere Richtung, damit sich das wieder richtig einregelt, dann glaube ich, wird es einen Schritt nach vorne tun. Und was wir eben nicht machen dürfen, ist zu sagen, dass die Caster sagen, ja, aber ich bin ja nur Mittelmann zwischen hier und hier. No, you have power. Ja, dass der Regisseur sagt, ja, aber letztendlich ist mein Produzent. No, you have power. Wenn wir alle sagen, dass wir keine Power haben, dann kommen wir nicht voran. Ich bin Schauspielerin, also ich habe wahrscheinlich im Decision-Making-Prozess die kleinste Power, aber jede Möglichkeit, die ich bekomme, um ein Gespräch, und Gespräche, persönliche Gespräche sind eine Superpower, nutze ich dafür, um Menschen das klar zu machen. Ne? Wir sitzen heute da, weil ich meinen Mund aufgemacht habe. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das haben viele noch nicht verstanden und die haben gesagt, hey, ich behandle alle Menschen gleich. Ich sehe keine Hautfarbe oder ich habe nichts gegen ... Aber wenn ihr nicht aktiv für seid und sogar noch mal ein bisschen extremer für, damit sich das ausgleicht, was wir jetzt hunderte von Jahren verschlafen haben, dann wird nichts sich nach vorne bewegen. Und das ist für unseren Filmbereich so, das ist für ganz Deutschland so. Ich glaube, in jeder Branche, in der wir uns befinden. Dazu fällt mir ein kleiner, ich nenne es mal Skandal, weil ich letztes Jahr auch eine Kolumne darüber geschrieben habe.
Ariel, die Meerjungfrau, soll ja verfilmt werden. Und Halle Bailey hat die Rolle bekommen. Und plötzlich gab es einen Aufschrei. Wie kann das? Das geht gar nicht. Sie ist farbig. Ariel, die Meerjungfrau, hat rote Haare und blaue Augen und ist ganz, ganz hell. Aber nirgends stand jemals geschrieben, wie Ariel, die Meerjungfrau, aussieht. Das war ein riesen Ding. Und ich glaube, dass die Menschen einfach immer so, also das war halt auch schon so ein Schritt, wo kurz darauf aufmerksam gemacht wurde. Und ich finde auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der da getan wurde, dass es nicht unbedingt um Äußerlichkeiten gehen muss, sondern um die Qualität der Schauspielerei. Ich bin wirklich so sehr auf diesen Film gespannt und ich hoffe, der wird jetzt langsam mal produziert. Keine Ahnung, ich habe nichts mehr darüber gehört. Aber das war halt auch so ein Ding. Die Leute sind so darauf fixiert, dass sie dass sich alte Dinge einfach so bewähren, wie sie halt schon immer waren und tun sich sehr schwer mit neuen Schritten, die aber getan werden. Langsam, aber sie werden getan. Die längst überfällig sind. Also die Leute beschweren sich ja auch einfach nur deshalb, weil sie eine falsche Norm demonstriert bekommen haben. Also sie haben, und das lernen kleine Kinder, wenn sie aufwachsen, dass es nur weiße Prinzessinnen gibt und dass es nur bestimmte Rollen für schwarze Menschen gibt. Und das muss korrigiert werden. Also das ist einfach falsch. Und die Leute, die sich aufregen, die regen sich einfach auf, weil sie das gar nicht kennen. Das ist überhaupt nicht in ihrem Bewusstsein drin. Und das muss jetzt in so einer Flut und Inflation korrigiert werden, damit die Leute aus der neuen Generation, die Corona-Babys, überhaupt keine Ahnung mehr davon haben oder vielleicht in ihren Geschichtsbüchern nachlesen werden, dass das mal so war in der alten Welt. Ich würde jetzt doch gerne noch was zu unseren Projekten Label. sagen. Ja, klar, genau. Natürlich. Also Label Noir ist ein Künstlerkollektiv, das sich 2009 gegründet hat. Ist jetzt also schon 11 Jahre jung. Wir sind jetzt kurz in den Teens. Und wir bringen Produktionen, ursprünglich nur Theaterproduktionen, mittlerweile auch Film- und Fernsehproduktionen voran von Menschen mit Diversitätserfahrungen. Wir haben auf dem Max-Ophüls-Festival eine Aktion gehabt, die hieß Die Gelegenheit, wo wir schwarzen Filmschaffenden oder Menschen, die was zu diesen Inhalten geschrieben haben, Menschen mit Diversitätserfahrung eine Möglichkeit gegeben haben, ihre Stoffe zu pitchen. Wir haben aktuell eine neue hybride Produktion geplant zwischen Theater und Film. Am Maxim Gorki Theater wird das ausgestrahlt werden und das wird dann auch so quasi gestreamt werden. Das ist ja jetzt so das Neueste durch Covid, dass performative Künste auch gestreamt werden. Wie das alles wird, keine Ahnung, aber ich freue mich, wenn ihr Label Noir folgt und wenn ihr auch mir folgt und den KünstlerInnen des Kollektivs, weil damit zeigt ihr auch Support und unheimlichen Support und wir können euch informieren über unsere Arbeit, was wir ja eigentlich machen wollen und ihr könnt dann dahin gehen oder dann das streamen und so weiter und da geht es ganz speziell in dieser Produktion, die jetzt im Sommer gezeigt wird, geht es um ein Stück, das heißt On Noah's Bloodstained Rainbow und das ist eine südafrikanische Produktion und ich freue mich da schon sehr drauf, weil es einfach so sehr, sehr spannend ist, diese Brücke zu schlagen zwischen Performativ und Film. Und ja, also ihr seid dann auch eingeladen, da hinzukommen, beziehungsweise das zu streamen. Du sagst Sommer. Hast du ungefähr wann Sommer? Genau. Das wird im August, Ende August, wird das ausgestrahlt im Maxim Gorki. Das ist auch spannend, weil mit Sicherheitsabstand dann so Stühle aufgestellt werden, Open Air, und das quasi ausgestrahlt wird vor einem relativ überschaubaren Publikum und dann wird es aber auch noch online zur Verfügung gestellt, also so, dass man das auch weltweit irgendwie verfolgen kann. Super cool. Out of Sight heißt es übrigens, diese Folge und das Coole ist, dass das sind insgesamt 4 Filme und wir sind eins von den Filmen, die gezeigt werden und dann gibt es noch, das andere ist aus Athen und das andere ist aus Mexiko und das andere ist aus Haifa, was echt cool ist. Also es wird ein sehr globales
Festival. Genau. Wie lange soll das alles laufen? Also es wird nicht nur ein Tag sein oder so, sondern... Doch, soweit ich weiß, ist es an einem Tag, weil das sind ja immer nur 30-minütige Filme, also 4 30-minütige Filme, also 2 Stunden. Und ja, das ist eine Veranstaltung, wo das gezeigt wird. Okay. Ist notiert, ich bin dabei. Yay! Ich möchte noch kurz mit dir über deine Vision für den deutschen Film sprechen. Oder für den Film im Allgemeinen, also auf der ganzen Welt. Ich meine, Film ist sehr wichtig. Film ist ja nicht nur Unterhaltung, sondern mit Film kann man sehr, sehr viel bewegen und erreichen und aufklären. Und du bist ja auch nicht nur einfach so Schauspielerin geworden, sondern da steckt ja auch eigentlich eine große Entscheidung dahinter. Und ich glaube, dir war wahrscheinlich auch bewusst, oder war es dir bewusst, wie schwierig es eigentlich sein würde als schwarze Schauspielerin, oder vor allen Dingen Schauspielerin, nochmal in der Branche? Ich fand es interessant, als ich gesehen habe, dass das dieses Liebe ist Film, dieser Hashtag oder Film ist Liebe, wie rum ist es? Film ist Liebe. Film ist Liebe, machen wir es doch korrekt. Das fand ich echt schön, weil ich dachte sofort, und ich schätze mal, dass viele Filmemacher mir zustimmen werden, dass man den Film wirklich richtig lieben muss, wenn man Filmemacher ist, was viele immer nicht wissen. Aber einen Film zu machen, das kann ja irgendwie ein Jahrzehnt dauern. Und diese ganzen Hochs und Tiefs zu durchleben, man braucht echt einen langen Atem dafür. Und so ist es, glaube ich, auch als Schauspielerin. Also wenn du als Theaterschauspielerin zum Beispiel anfängst, das ist ja überhaupt keine irgendwie so the most glamorous Part. Du bist in so einem dunklen Raum stundenlang und musst irgendwie proben und Text lernen und sowas. Dieser relativ vergleichsweise kurzen Moment, wo man irgendwie Applaus bekommt oder einen schönen Empfang hat, ist wirklich nicht der größte Anteil in der gesamten Arbeitszeit. Was vielleicht ganz interessant ist für Leute, die diesen Beruf nicht ausüben. Also Liebe zum Film auf jeden Fall. Und das andere, was war deine Frage nochmal ganz genau? Oh, meine Vision. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich mir diesen ganzen Schwung von den ganzen Demonstrationen und jetzt wacht mein Baby auf. Wir sind fast fertig. Wir sind fast fertig, genau. Dass wir das einfach mitnehmen, diesen ganzen Schwung der Demonstrationen, den ganzen Schwung von diesen ganzen Bekundungen, Black Tuesday. Ich sehe auch viele KollegInnen, die sagen, hey, das kann nicht sein, krass, ich wache jetzt auf, ich sehe das jetzt erst. So ein bisschen, was du auch gesagt hast, dass viele Sachen, die uns bewusst waren und ich habe coole Gespräche auch mit meinen Agenten und das ist toll und diesen Schwung würde ich gern mitnehmen, auch in die deutschen Kinos, also auch auf die Leinwand, aber auch hinter die Leinwand, also beziehungsweise vor und hinter die Kamera. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das sich quasi jetzt überträgt, ja, und dass wir das spüren, und zwar da meine ich wieder wir als Gesellschaft, dass da was vorantreibt, ja, dass es Rollen gibt, wo die sagen, oh my goodness, ich habe noch nie eine schwarze Person in dieser Rolle, ich habe nie darüber nachgedacht, aber natürlich, das stimmt, ja. Wenn ich, selbst hier in Kanada, ja, also es werden hier Rollen gecastet für Deutsche und meine Agenten schicken mich da natürlich auch hin, neben den anderen Rollen und es ist sehr interessant, ich passe halt nicht so richtig in das deutsche Bild im Ausland. Und das muss sich eben verändern. Und wenn wir haben eben noch keine Ahnung, Will Smith oder Harry Berrys, ja, in Deutschland, nicht mit dieser Reichweite, aber wenn es einfach viel, viel mehr schwarze Schauspieler gibt, wenn es diese Fragen, und das habe ich noch letztes Jahr auf einem Panel gehört, also ich denke mir das gerade nicht aus, Fragen, das deutsche Caster von sich geben, es gibt nur 2 deutsche Schauspielerinnen schwarze deutsche Schauspielerinnen in Deutschland, wenn sowas immer noch besteht, dass Leute denken, es gibt uns nicht. Dabei gibt es uns zuhauf und zu Hunderte und das ist ein Problem. Und diese Lüge muss einfach
darf nicht mehr existieren und die kann gar nicht mehr existieren, wenn wir diesen Raum bekommen. Ja? Also ich möchte das wirklich mal sehen, dass man keine schwarze Schauspielerinnen mehr findet, weil die alle arbeiten, ja, weil die alle irgendwie in Filmen zu sehen sind. Ich rede jetzt gerade über meine Zunft, aber das muss halt überall so sein, ja, also auch bei den Drehbuchautoren, bei den Cuttern, bei den Cinematographern, bei den Beleuchtern, ja, also in jedem Gewerk müsste es einfach diverser sein, ja, und intersektionaler sein. Und das ist meine Vision, ja, dass der Film intersektional ist und ich glaube, das wird uns so viele wunderbare Geschichten bringen und unser Leben so sehr bereichern und uns auch alle aufklären. Ich habe noch 2 Fragen, bevor ich dir dann sage, wie bereichernd dieses Gespräch auch für mich war und ich hoffe für alle Zuschauer auch. Was wäre deine absolute Traumrolle, die du gerne spielen wollen würdest? Das kann ich sehr gut und einfach beantworten, weil ich das in meinem About Me-Video schon preisgegeben habe. Ja, also meine absolute Traumrolle wäre die UN-Generalsekretärin, die erste UN-Generalsekretärin zu spielen, weil die gibt es halt noch nicht und es wäre schön, dass es die gibt und es wäre auch schön, wenn das eine Person of Color wäre, obwohl das bei der UN, das ist nicht das größte Problem, das ist meistens der Fall. Aber das fände ich echt gut. Das fände ich echt gut und da würde ich mich wirklich sehr freuen. Ich drücke die Daumen. Und das Letzte ist, wir haben diesen wunderbaren Hashtag, wie du auch schon erwähnt hast, Film ist Liebe. Und ich frage jeden meiner Interviewpartner am Ende eines Interviews, ob er das nicht einmal aufgreifen möchte und Liebe mit seinem eigenen Wort ersetzt. Hashtag Film ist intersektional. Und das ist ich muss noch einen Satz dazu sagen, ich lasse das so stehen, das eine Wort. Aber das ist so ein Powerwort gerade und es wird so viel benutzt und viele wissen schon, was es ist, viele wissen es auch noch nicht. Aber es geht genau darum, dass wir eine neue Welt schaffen. Ja? Wir sind ja gerade so in diesem bereichernden und positiven Gefühl wahrscheinlich, schätze ich mal, hoffe ich, ermutigt zu sein und zu sagen, wir gehen das jetzt an. Und diese neue Welt, wie ich sie nenne, diese Brave New World, könnte ja so mutig sein, dass sie einfach wirklich alle diesmal mitnimmt. Nicht nur die bestimmten Menschen, sondern einfach alle Menschen, nicht nur die weiße Mehrheitsgesellschaft. Und das wünsche ich. Das wünsche ich uns allen. Das wünsche ich auch. Benita, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch und ich hoffe sehr und ich bin da guter Dinge, dass ich dich in der neuen Welt, in deiner Traumrolle sehe, während ich im Kino sitze. Und nochmal vielen, vielen Dank und alles Gute und bis hoffentlich bald. Bis bald. Dank dir. Ciao.